heißt es nun das neue AV-Nav? Nach einigen Monaten Entwicklung, Diskussion und Testen bringt Andreas nun eine Beta-Version heraus, die einige doch grundlegende Änderungen an der allseits beliebten Open-Source-Navigationssoftware mit sich bringt. In den nächsten Minuten seht ihr die wesentlichsten Neuigkeiten. Die Details werden deutlich, wenn ihr die neue Version selbst testet. Da ist nun zunächst das Augenfälligste: die neue Buttonleiste mit beschrifteten Buttons und dazu ein Menü, das die Funktionsbereiche von AV-Nav untereinander listet. Hier ist kräftig aufgeräumt worden. Die alte Startseite ist gecancelt, nun geht es direkt in die Navigationsansicht. In den einzelnen Funktionsbereichen finden sich die Buttons noch einmal wieder, hier aber mit erweitertem Text. So kann man auch mal schnell einzelne Bereiche aufklappen, um zu sehen, was da so alles zu finden ist. Für den täglichen Gebrauch auf See kann das Menü auf die Grundfunktion gekürzt werden, was Zugriff und Übersichtlichkeit erhöht. Jeder, der mit AV-Nav zu tun hat, weiß, wie mächtig die vielen Möglichkeiten zum Einstellen sind, was schnell auch unübersichtlich werden konnte. Die neue Philosophie ist nun, den Anwendern in jedem Bereich gerade die Settings anzubieten, die dort relevant sind, aber nicht auf die gewohnte Vielfalt zu verzichten. Hier zu sehen zum Beispiel im Bereich AIS. Wer möchte, kann aber natürlich im Settings-Bereich wie gehabt direkt zugreifen und dort Settings laden und speichern. Ein weiterer Bereich, der immer wieder zu Fragen und Missverständnissen geführt hat, ist das Routing. Geblieben ist die konsequente Nutzung des Fadenkreuzes, das nun übrigens in seinem Aussehen auch anpassbar ist. Das Fadenkreuz ermöglicht das Bearbeiten von Wegepunkten auch unter erschwerten Bedingungen während des Turns. Nun aber sorgt die neue Toolbox dafür, dass die Arbeit mit einer Route klarer und selbsterklärend wird. Ebenso deutlich ist nun begrifflich unterschieden zwischen der Routenfunktion im Editor und der Wegepunktnavigation, das heißt dem Setzen eines einzelnen Wegepunkts und dem Navigieren dorthin direkt in der Navigationsseite. Früher war das der Marker. Um Dashboards und Widgets vielfältiger zu gestalten, bietet die neue AV-Nav-Version nun von vornherein unterschiedliche Grundlayouts an. Sie kommen mit alternativen Schriften und Hintergründen. Das Modern Layout zum Beispiel bietet eine andere Darstellung der Maßeinheiten. Das Dark Theme kommt mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. In Planung sind weitere solcher Layouts, die natürlich wie gewohnt auch individualisierbar sind. Auch das Einrichten von User-Apps ist einfacher geworden. Es gibt einen Bereich, wo die gewohnten User-Apps aufgerufen werden können. Und nun einen eigenen Konfigurationsbereich, in dem neben anderem neue User-Apps eingerichtet werden können. Neu ist, dass den selbstgebauten User-Apps selbst beschriftete Buttons mitgegeben werden können. Außerdem kann man nun dafür sorgen, dass der Button für die eigene User-App auf ganz unterschiedliche Seiten gelegt wird. Hier zu sehen ist zum Beispiel ein eigenes KIP-Dashboard, das auf der Dashboard-Seite abgelegt wurde, während der Zugriff auf die Bedienung des Autopiloten bei Pilot direkt aus der Navigationsseite erfolgen soll. Und so ist es nur folgerichtig, dass sich auch manche Default-User-Apps an unterschiedlicher Stelle wiederfinden. Die Update-App zum Beispiel liegt auf der Serverseite, dort gehört sie hin. MapProxy liegt auf der Charts-Seite. Dort liegt hier zum Beispiel noch eine eigene User-App, mit der per Webzugriff Hafenpläne aufgerufen werden können. An vielen Stellen gibt es weitere Verbesserungen im Detail, die häufig erst während der Bedienung ins Auge fallen. Lasst euch davon überraschen und berichtet, wie sich das Navigieren mit der neuen AV-Nav-Version auf See anfühlt. Denn darum ging es allen, die an der neuen Version beteiligt waren, dass es leichter von der Hand geht. Denn was AV-Nav kann, wissen wir alle.